So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Denn ja, die Tage werden gefühlt ein bisschen kürzer, zumindest von der Helligkeit her. Der Sommer neigt sich auch dem Ende hingegen. Mal gucken, ob die Temperaturen, also wenn ja auch irgendwie gefühlt ein bisschen geringer, beziehungsweise jetzt soll es ja mal wieder ein bisschen wärmer werden. Aber schauen wir mal, wie lange das Ganze hebt, beziehungsweise ob wir auch einen goldenen Oktober bekommen. Aber man merkt, es geht ganz, ganz langsam Richtung Herbst hinzu, beziehungsweise auch dann natürlich danach kommt der Winter und es ist ja für uns alle der ideale Zeitpunkt dann gekommen, dass wir das Hobby Modelleisenbahn wieder fröhlich ausleben können. Und so haben wir uns gedacht, wir gestalten hier mal den Raum ein bisschen um. Weil ihr kennt ja den Raum, ich habe es euch mal in einer sozusagen Raumführung mal euch gezeigt. Und dieses dezente Pink, wie ihr seht, das passt quasi ideal, weil es Lillys Raum ist. Ihr seht auch, sie ist hier fleißig immer am Basteln. Ihr seht hier am Häuser und am Malen von Figuren. Und wir wollten jetzt da ein kleines Upgrade dem ganzen Raum sozusagen dann Gutes tun und hier die Couch nämlich wegmachen. Weil ihr seht, die wird auch überhaupt nicht benutzt. Die ist wirklich nur zum Ablegen von, ihr seht die Menge Zeitschriften und Bücher und auch Häusermodelle, was die Lilly fertig gemacht hat, was dann auf die Anlage kann. Und die brauchen wir nicht. Und deswegen haben wir gesagt, oder wir waren bei Ikea, waren da ganz fleißig und haben ein IWA-Regal gekauft. Ich werde es euch dann zeigen, wenn ich es dann oder aufgebaut habe, aber vielleicht der eine oder andere kennt es. Wird eher mehr für so, ich weiß nicht, Kellerräume beziehungsweise auch vielleicht als Vorratslager oder sowas benutzt. Wir haben selbst auch als Vorratslager, also für Lebensmittel, die IWA-Serie. Und jetzt habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, für die Modelleisenbahn wäre es auch ideal. Und die Couch wird eh nicht benutzt, deswegen kommt das alles weg. Das heißt, wir haben hier diese ganze Wand frei. Und da passt auch ein schönes Regal hin, nimmt auch von der Tiefe nicht so viel Platz weg. Dann haben wir hier auf jeden Fall wirklich einiges an Stauraum, weil ihr wisst ja, ich habe ja hier den großen Raum bei mir und der sieht echt, ja, ich sag mal, sehr unaufgeräumt aus. Vor allen Dingen sind halt in der Mitte ganz, ganz viele Kisten, die mich dann wirklich persönlich, ja, stören. Auf der anderen Seite, man braucht jetzt gerade den Raum nicht. Aber wir müssen ja auch bedenken, es fehlt zwar noch einiges im alten Teil, das heißt, was im alten Teil, also den Neubauteil quasi im ersten Raum, sagen wir es so rum. Aber das ist ja auch, ich kann es vielleicht sagen, wie lange das noch dauert. Ein halbes Jahr. Ich wollte eigentlich, habe ich mir ein Ziel gesetzt, jetzt dieses Jahr wollte ich dann komplett den ersten Raum fertig haben. Mal gucken, ob es auch so zutrifft danach oder eintrifft. Aber auch danach, falls es danach nochmal ein paar Monate dauert, es ist ja trotzdem absehbar. Und dann wollen wir hier weiterbauen, weil ihr seht ja auch, wir haben extra die Durchbrüche hier gemacht für die Schienen. Hier gucken sie raus, hier hinten gucken sie raus. Und hier geht es ja weiter. Deswegen brauchen wir den ganzen Platz. Ja, und deswegen macht es wirklich Sinn, hier mal aufzuräumen. Zumindest jetzt hier den Teil erstmal, weil hier wird dann der nächste Teil der Anlage kommen, bevor wir dann nachher auch dann hinten weitergehen und hier. Also deswegen, da haben wir wirklich viel zu tun und noch viel zu tun. Deswegen haben wir jetzt gesagt, komm jetzt, bevor jetzt wieder die Modellbahnsaison kommt, schaffen wir mal ein bisschen Platz mit ein paar Regalen. Und da würde ich euch einfach gerne mitnehmen. Deswegen, ich würde sagen, den baue ich mal eben auf und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze auch ordnen können. Und wünsche euch dabei dann viel Spaß. So, und ihr seht, wir waren fleißig. Die Couch ist verschwunden. Die Zeitschriften haben wir ein bisschen zur Seite gelegt. Und hier ist das ganze Ausmaß des IWA oder des zukünftigen IWA-Regals. Das wird auch wirklich bis kurz unter die Decke gehen. Oder kurz vor unter die Decke gehen. Und ja, ich würde sagen, das passt erstmal. Ich werde es jetzt die Tage allein zusammenbauen. Ich denke mal, Lilly, du hast mir gut geholfen, kurz die Sachen rauszubringen. Ja, war fleißig heute. Würde auch sagen, und dann machen wir Feierabend, oder für heute? Auf jeden Fall. Super, dann ich melde mich wieder. So, ein neuer Tag steht vor der Tür und ja, ich würde sagen, ich packe jetzt mal die kleinen Paketchen hier in der Mitte aus und dann werde ich mal Schritt für Schritt da anfangen, hier das Regal zusammenzubauen und ich melde mich einfach mit einem Zwischenstand, würde ich sagen. Bis gleich. So, hier mal ein kleiner Zwischenstand. Also es geht wirklich bis oben hin. Wir mussten das auch unten, ihr seht es, ausgleichen, weil Altbau, wisst ihr ja, deswegen, da merkt man echt, wie schräg der Boden ist. Die Wasserwaage hilft.
Und jetzt gibt es im nächsten Schritt dann die ganzen Zwischenbretter einzubauen und dann oben müssen wir noch Löcher bohren, damit es dann festhält, weil es nicht umfällt. Genau. So, und ihr seht, hier sind die ganzen Bretter, die haben wir nämlich alle sauber gemacht. Und ich würde sagen, jetzt beginnt das Einräumen und man macht natürlich dann, je nachdem, was man reintut, in die verschiedenen Fächer quasi, werde ich dann den Brettabstand dann anpassen. Und ich glaube, das sieht auch jetzt soweit ganz gut aus. Wir haben auch oben jetzt, ich hoffe, man kann es sehen, zum Beispiel hier die Schrauben hingemacht. Also zum Beispiel, also hier an jeden so einen Pfosten, weil, ich kann es euch mal zeigen, jetzt nämlich hier, wo habe ich es denn hingetan? Hier, das war mitgeliefert, also ich habe das jetzt nur alles zusammengefasst, natürlich bei jeder Stütze quasi war einmal so ein Bändchen mit Unterlegscheiben und Schrauben, aber ich komme ja oben nicht mehr ran. Also wenn ihr seht, das ist ja extra so ausgemessen, dass es sehr, sehr gut bis fast unter die Decke geht. Oben kann man noch mal kleine Packungen hin tun, die man nicht braucht, aber sonst ist es sehr, sehr gut ausgemessen und deswegen haben wir dann einfach an die Wand dann quasi Dübel reingesetzt, also erstmal quasi durchgebohrt, hinten dann markiert und dann einfach dann mit einem, also jetzt mit dem Holzbohrer, jetzt natürlich dann mit einem Steinbohrer und dann ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache. Man kommt auch gut hin, falls man es abmontieren muss. Und dann würde ich jetzt sagen, jetzt geht es ans Einräumen. So, es ist vollbracht. Die Unterteilungen sind soweit eingezogen quasi im Schrank oder im Regal und auch ich habe schon fleißig eingeräumt, wobei das noch nicht final ist, muss man auch dazu sagen. Kann ich ja kurz mitnehmen, wie ich die Unterteilung so ein bisschen vorgenommen habe. Also unten sind vor allen Dingen die beiden Kisten noch voll in der alten Anlage, also sind alte Gebäude drin, beziehungsweise auch altes Rollmaterial. Mal gucken, was ich damit dann mal mache. Auch noch, ich habe noch leere Keksdosen etc. alles dann, von dem her mal schauen. Hier sind noch alte, so, was ist, ne, alte auch nicht, dann die sind noch von der jetzigen Anlage sogar, sind die. So Gebäudebausätze, wo noch Restteile drin sind. Ausschmückungssachen zum Teil, die aber angebrochen sind. Da muss man schauen, dass ich das entweder auch zusammenfahre oder ob ich dann sage, ich schmeiße einige Sachen raus. Hier sind auch überall ganz leere, also der Karton ist voll mit leeren Verpackungen, die man so hat. Vielleicht muss man gucken, wie ich das mache. Ich habe die jetzt einfach mal zusammen, also einfach mal in eine Schachtel reingetan und mal gesagt, komm, dass es ein bisschen aufgeräumter aussieht. Dann Schienen, dass man da gut rankommt. Jetzt gerade, wenn man dann irgendwann mal den neuen Raum anfängt, dass man weiß, was man kaufen muss und als griffbereit hat. Hier als Austauschfach sozusagen mit der Lilly gedacht, weil die baut ja die ganzen Gebäudebausätze und dass ich einfach sehe, was habe ich oder was hat sie schon gebaut, was kann ich auf die Anlage setzen. Und dann hier so, ja, dass man schnell griffbereit hat, so Kleber, Werkzeug ist so ein bisschen gedacht. Ist auch nicht final, also ihr seht deswegen, dass man einfach weiß, was muss man kaufen etc. Und hier sind noch Gebäudebausätze, die ich noch so gefunden habe, die aber auch schon angefangen sind zum Teil, aber die man nur relativ wenig oder selten braucht. Und hier ist noch einiges leer in der Mitte, wie ihr seht, da habe ich jetzt einfach nur so Kleinzeug reingetan. Und hier ist dann noch das ganze Rollmaterial, was in den Schränken an der Seite war, beziehungsweise auch in 2 oder 3 Kartons war das auch noch verteilt, dass es nicht, dass man nicht drauf tritt oder sowas dann, aber deswegen ist es jetzt hier viel, viel besser aufgehoben. Jetzt oben gerade die größeren Verpackungen oder auch zum Teil die leeren, weil die Sachen auf der Anlage stehen und dann unten dann die ganzen Waggons und Loks, wobei der Rest ist ja dann in den Schubladen bei meinem Schreibtisch und kann ich ja mal kurz mitnehmen. So sieht jetzt der andere Raum aus. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, leicht. Ich glaube, es kommt wahrscheinlich nicht so rüber, aber es hallt jetzt hier auch leicht. Also man hat jetzt schon einiges auch wegbekommen. Aber in der Mitte sind noch jede Menge so Ausschmückungsteile oder Bausachen. Da muss ich noch mal ran. Vielleicht werde ich da noch mal den Ikea unsicher machen. Vielleicht irgendwelche Kunststoffbehältnisse mit auch so Sortierwänden oder sowas, so Sortierabteilungen dann irgendwie kaufen, dass man da vielleicht noch irgendwie
eine Ordnung drin hat. Da fehlt mir noch gerade, wie gesagt, die Idee, aber da kümmere ich mich auch nochmal die Tage drum. Und sonst seht ihr auch jetzt hier, der Schrank ist leer mit dem Rollmaterial. Ich habe jetzt auch noch so Zeug jetzt ein bisschen reingetan. Das sind auch leere Verpackungen. Da muss ich auch schauen, schmeiße ich die weg oder lasse ich die erstmal noch so, falls man sie nochmal braucht. Ist noch ein bisschen Rollmaterial, was ich auch noch sortieren muss. Und ja, vielleicht nehme ich auch sogar den einen oder anderen Rollcontainer und tue da die ganzen Sachen dann rein. Also gibt auf jeden Fall noch zu tun, aber das werde ich jetzt, wie gesagt, die Tage machen. Und ja, ich glaube, man hat einiges geschafft. Hier schauen wir am besten nicht hin, weil da gibt es noch was zu tun. Der Schreibtisch ist irgendwie immer Katastrophe. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal ein ganz anderes Video. Jetzt nicht so Modellbahnanlagen nah, sage ich jetzt mal so, aber im Sinne der Modelleisenbahn, weil die Saison startet jetzt quasi mit dem Herbst dann irgendwann mal wieder so richtig. Und da habe ich mir einfach gedacht, mache ich es doch einfach davor. Jetzt einfach schaffe ich ein bisschen Ordnung. Und ja, genau. Hoffe, wie gesagt, lasst mir gerne in die Kommentare was da letzten Endes, ob ihr sagt, euch hat es gefallen oder nicht. Und wünsche euch auf diesem Wege auf jeden Fall eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende erstmal und bis zum nächsten Mal. Dann macht es gut, gell? Tschüss!